So, heute schauen wir uns mal an, was mit dem Vanuatu-Zweitpassprogramm passiert ist, gerade jetzt, auch in den letzten Monaten, und sehen mal, wie sich das auf deinen generellen Plan B auswirkt, wenn du überlegst, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Also ursprünglich war ja Vanuatu eins der schnellsten Passportprogramme überhaupt. Kein biometrischer Aufwand, 30 Tage Bearbeitungszeit, fertig war das Dokument in 2 Monaten ungefähr. Das war Vanuatu 2023, aber die Ära, die ist komplett vorbei. Seit Oktober 2025 gibt's eben in Vanuatu Biometriepflicht, knallharte Due Diligence, monatelange Background-Checks, weil der Mutdruck, der hat da zugeschlagen und die Gnadenfrist, die ist eigentlich vorbei. Und die Frage ist, spürst du auch, wie so deine Optionen immer mehr schrumpfen für dein Plan B-Konzept? Also wenn du nach Schutzmöglichkeiten vor CRS, vor dem Wehrpflichtrisiko vielleicht suchst, die Optionen werden immer weniger. Und wenn du jetzt nicht planst, kostet dich eben dein Plan B bald doppelt so viel Zeit und Geld. Und in diesem Video zeige ich dir mal anhand des Vanuatu-Beispiels, wie du handeln kannst, bevor alle Schlupflöcher geschlossen werden. Ich bin Daniel von Perspektive Ausland und seit 20 Jahren beraten wir ja rund um das Thema Plan B-Strategie. Lass uns starten und zuerst schauen wir uns mal Vanuatu genauer an, um den Wandel und eben auch den Impact auf alle anderen Plan B, zweite Staatsbürgerschaftsprogramme zu verstehen. Vanuatu, man könnte sagen, vom einfachsten Programm zum fast strengsten Programm. Vanuatu war ja lange der Einstieg für Zweitpässe. Wie gesagt, 130.000 Dollar bezahlst du als Single-Applicant und bekamst relativ schnell die Staatsbürgerschaft. Keine Biometrie, keine Vorortpräsenz. Die Bearbeitung, wie gesagt, bei manchen nach 30 Tagen schon die Zusage. Fast jeder hat sich qualifiziert, solange du zumindest offenkundig kein kriminelles Profil hattest. Und das Programm war auch vom Papierkram wirklich einfach. Also du hast einfach deine Spende bezahlt, kein Immobilienkauf, keine Aufenthaltspflicht, die Familie konntest du relativ einfach integrieren, Ehepartner, Kinder, sogar Eltern. Und wie gesagt, es gab visafrei Zugang zu über 90 Ländern und Schengen-Zugang, der war sogar inklusive. Das war der Deal. Die Konsequenzen für zu lockere Prüfungen haben Vanuatu eben letztlich eingeholt. Und die zogen nämlich Kriminelle an, die woanders, zum Beispiel in der Karibik, keinen Zweitpass bekommen haben. Sogar Interpol-Notizen sollen ignoriert worden sein und Vanuatu-Pässe verloren dann die Visafreiheit in Schengen ab 2025. Banken blockieren und blockierten immer häufiger, wenn du eine Vanuatu-Identität hast, eben die Kontoeröffnung. Problem ist einfach, dass zu viele Russen oder Menschen aus anderen Risikodistrikten diesen Pass bekommen haben. Und naja, auf dem Papier ist Vanuatu immer noch eines der schnellsten und einfachsten Programme, aber die Wahrheit sieht für viele anders aus. Das liegt natürlich teilweise auch an Partnern, die den Papierkram nicht sorgfältig machen. Aber immerhin musst du neuerdings auch Biometriedaten abgeben. Das heißt, du musst nach Dubai, Hongkong oder bald auch vielleicht in andere Länder reisen, um deine Fingerabdrücke dort abzulesen. Und die KYC-Prüfung, die Due Diligence-Prüfung, die ist karibikartig streng geworden. Immer häufiger Rückfragen zu Finanzen. Früher reichte ein einfaches Strafregister. Jetzt prüfen die sogar laufende Klagen, deine Einkommensquelle, dein Nettovermögen. Du brauchst mindestens 250.000 Dollar auf dem Konto nachweisbar und die Financial Intelligence Unit, so heißt das dort, die durchforstet wirklich alles. Die Bearbeitung dehnt sich auf 2, 3, 4, 5, 6 Monate, kann noch länger dauern. Wenn zum Beispiel der Nachweis deiner finanziellen Mittel und das Konto, von dem du dann letztendlich die Zahlung leistest, abweicht oder ein Kontoauszug eine andere Adresse als deine Stromrechnung hat und Rückfragen. Die Preise sind noch nicht gestiegen in Vanuatu. Also Vanuatu hält noch die 130.000 Dollar, um natürlich mit der Karibik zu konkurrieren. St. Kitts und Antigua beispielsweise kosten 200.000 bis 400.000 Dollar, bieten aber eben viel besseren Visa-Zugang. Bald könnte Vanuatu aber die Preise anziehen, wenn die Karibik zum Beispiel auf 500.000 klettert, dann passen die mit Sicherheit ihre Preise an. Naja,
Es gibt ja noch die Möglichkeit, jetzt damit so ein Kakao-Investmentfonds, da $50.000 als ein Teil der Spende sozusagen eigentlich auch zu investieren, nicht komplett zu verlieren. Aber mit $50.000 wüsste ich auch andere Dinge zu tun, die vielleicht eine bessere Rendite bringen. Pass übrigens auf, dass du nicht mit falschen Agenten da gerätst, weil einige, die Underpricing anbieten, auf die wurde da Jagd gemacht, und einige Länder, die also festgestellt haben, dass da Agenten zu billig verkaufen, haben auch nachher dann die Pässe annulliert oder Briefe geschrieben, so nach dem Motto, zahle den Differenzbetrag oder dein Pass verfällt. Deswegen mein Rat einfach, schau dich um und wähle den richtigen Partner für das Passprogramm. Du kannst auch gerne bei uns, wie gesagt, zu diesem Thema nachfragen. Wir bieten ja Beratung zu mehr als 14 Zweitpassprogrammen an, bis hin zum Diplomatenpass, der übrigens bei Reisefreiheit oder Wehrdienstablehnung aus meiner Sicht den besten Schutz bieten könnte. Teurer als ein Zweitpass, übrigens nicht der billigste und schon gar nicht ein Zweitpass mit den meisten visafreien Ländern muss für dich und deine Ziele der beste oder richtige Zweitpass sein. Die wichtigste Frage ist ja, was du mit dem Zweitpass eigentlich erreichen willst. Und wie der Zweitpass dann mit weiteren Elementen in ein echtes, belastbares Plan-B-Konzept integriert wird. Also der Zweitpass ist ja eigentlich so dein Fundament, die Basis, auf das dann dein kompletter Plan B aufgebaut wird. Willst du zum Beispiel Bankkonten in einem bestimmten Land eröffnen mit dem Zweitpass, dann wäre es blöd, wenn du in einen Zweitpass investiert, der von der Bank in deinem beliebten Finanzstandort da nicht akzeptiert wird. In der Schweiz beispielsweise wollen Banken von Deutschen mit Karibikpässen dann meist doch den deutschen Pass für die Kontoeröffnung hinterlegen. Also nutzt die Möglichkeiten des Beratungsgesprächs, um herauszufinden, welcher der mehr als 12 Zweitpässe eigentlich wirklich am besten zu dir und deinem Plan B-Ziel passt. Und die Kosten fürs Beratungsgespräch, die erstatten wir dir gern, wenn du innerhalb von 3 Monaten dann bei uns irgendein beliebiges Zweitpassprogramm startest. Kommen wir zu globalen Trends und Risiken generell für den Plan B. Also der Wandel in Vanuatu, der ist ja kein Einzelfall. Alle Citizenship bei Investmentprogrammen werden strenger. Die Preise klettern, Wartezeiten verlängern sich und die Dokumentenanforderungen explodieren teilweise, zumindest bei einigen der Anbieter. Karibik-Optionen wie zum Beispiel St. Kitts oder Grenada, die früher bei $150.000 starteten, die wollen jetzt 250.000 bis 500.000 US-Dollar. Und die Bearbeitung, die dauert 6 Monate länger mit obligatorischen Interviews, Finanzprüfungen. Einige unserer Mandanten warten 2 Jahre auf ihren Pass bei Karibikpässen in dem Fall. Und neue Programme in Afrika beispielsweise, in Botswana, die starten direkt mit hohen Standards, um sich den guten Ruf zu sichern, von vornherein zu vermeiden, also den Vanuatu-Fehler, und bauen von vornherein auf sehr, sehr strenge Due Diligence auf von Anfang an. Warum das passiert? Weil, Länder wie Vanuatu und die Karibik, die wollen ja ihre Visafreiheit halten. Schengen und andere Zonen fordern aber immer mehr Transparenz. Und ohne intensive Prüfungen riskieren die den Ausschluss, wie Vanuatu das 2025 erlebte. Und Biometrie und KYC werden eben jetzt Standard. Du musst nicht nur dein Strafregister nachweisen, sondern auch Einkommensherkunft bis ins letzte Detail, Nettovermögen und laufende Geschäfte teilweise offenlegen. Das schützt zwar den Passwert, macht aber den Einstieg komplizierter. Und am meisten lästig ist, dass besonders die Länder, die noch den EU-Schengen-Zugang haben, wie also die Karibikländer eigentlich, oder den zurückrollen, wie Vanuatu, jetzt über eine Anwesenheitspflicht nachdenken. Also es könnten 30 Tage innerhalb von 5 Jahren werden, aber eben auch eine Anwesenheit jedes Jahr. Du verlierst nicht die Staatsbürgerschaft, wenn du das nicht schaffst, also dann 30 Tage pro Jahr, 30 Tage innerhalb von 5 Jahren anwesend zu sein, aber dein Pass wird nicht mehr verlängert. Und noch unerträglicher ist, was sich da der Karibikstaat St. Vinzenz überlegt zumindest, nämlich eine andauernde Überwachung der neu eingebürgerten Personen über Jahre hinweg. Als Deutscher spürst du das ja besonders. Deine Bedenken drehen sich vielleicht um Wehrpflichtrisiken. Und wenn die zurückkommt, dann brauchst du ja einen Zweitpass, um wirklich flexibel in dieser Hinsicht zu sein. Warum? Weil du kannst als Nicht-Deutscher mit dem Zweitpass in einem anderen Land unbefristet wohnen. Also du nimmst einfach irgendeinen Schnellpass, wie Sierra Leone oder Sao Tome und Principe, und kombinierst jetzt ein paar Golden Visa nicht in deinen deutschen,
sondern in diesen Zweitpass. Also du reist dann zwar, solange das noch möglich ist, mit deinem deutschen Pass aus, aber mit deinem Zweitpass reist du weiter. Entweder in das Passland oder viel besser in ein anderes Land, das du eben jetzt schon aussuchst. Also viele unserer Mandanten, die haben ja einen schnellen Pass wie Vanuatu oder Sierra Leone und da drin in dem Zweitpass dann Dauervisa von Georgien, Serbien, Tansania, Philippinen, Mexiko, ganz nach Geschmack. Und wenn dein Pass, also dein Deutscher, abläuft, während du dort bist, oder du nicht auf die deutsche Botschaft willst, wer weiß, was passiert, wenn du deinen Pass verlängern willst, oder gerade spannungsfrei in Deutschland ist, kein Problem. Weil du kannst ja mit deinem Zweitpass bleiben, solange du willst und den sogar per Post oder Telefon verlängern lassen. Außer der Wehrpflicht bedrücken manche ja noch die schwindende Privatsphäre durch CRS, Kaufmeldung und so weiter und so fort. Das ganze Gerede über digitale ID, digitale Zentralbankwährung. Fakt ist, Banken und Finanzämter, die teilen ja die Daten weltweit jetzt und künftig. Und wahrscheinlich wirst du künftig auch nur noch mit einer digitalen ID oder mit einer digitalen ID agieren können. Ein Zweitpass bietet dir zusätzlichen Schutz, weil du kannst ja mehrere digitale IDs haben. Also du kannst eine von deiner deutschen Staatsbürgerschaft haben, aber auch getrennt von der deutschen Staatsbürgerschaft. Und das schafft dir eben Anonymität bei Firmengründungen, bei Bankkonten. Der Trend ist ganz klar, eine Verschärfung der Programme macht es dringend, jetzt aktiv zu werden. Und die immer neuen Hürden wie Adressnachweise, dein Firmenpapier offenzulegen und erschweren eben den Zugang zu diesem Programm. Neue Programme wie Sao Tome und Principe oder Botswana, möglicherweise in Zukunft, die bringen ja von vornherein relativ hohes Level oder eine relativ hohe Einstiegshürde mit. Das heißt, die Papiere, die du vorlegen musst, die KYC, die Biometrie und all das erschwert eben deinen Zugang. Der Regierungsagent übrigens, der Botswana an den Markt bringen soll, der vertröstet ja alle, die sich da registriert haben, immer mehr oder immer länger, weil es eben kompliziert ist, ein Programm auf die Reise zu bringen. Die Firma, die Botswana an den Markt bringen will, bietet jetzt allen, die sich über die Webseite registriert haben, anstelle Botswana-Pässen eben alle möglichen andere Pässe bis hin zu Karibik-Pässen dann an. Also ich würde jetzt mit einem vernünftigen Pass starten, der relativ einfachen Einstieg bringt und eben nicht warten, bis irgendwelche neuen Pässe wie Botswana oder St. Vincent kommen. Weil, wir haben ja gerade schon gesehen, es geht ja darum, deinen Plan B-Pass als Basis zu nehmen und den dann eigentlich durch weitere Golden Visa von deinen Zielländern zu veredeln. Lass uns doch einfach mal im 30 oder 60 Minuten Gespräch über deinen Plan B sprechen. Wir gehen mal alle Programme durch und rechnen genau aus, was jedes einzelne Passprogramm für dich und deine Familie kosten würde und eben wie du den Pass so als Basis für dein eigentliches Plan B-Konzept verwenden kannst. Also was du eigentlich mit dem Pass, wenn du in deiner Hand hältst, und zwar möglichst schnell, dann eigentlich machen kannst. Oder du kannst dich natürlich auch für unsere Plan B Masterclass anmelden. Da erhältst du ja ein Jahr lang Coaching und auch Zugang zu einer Community. Das heißt, du kannst dich mit anderen Plan B Passinhabern dann austauschen. Übrigens, wer bei uns irgendeins dieser über 12 Passprogramme startet, der bekommt die Plan B Masterclass für Zweitpassinhaber für ein halbes Jahr kostenfrei und dann auch zum alten Preis. Naja, lass uns nochmal über unsere Lieblingsalternative sprechen, über den Sierra Leone Pass, also jetzt zu Vanuatu. Das Programm gilt ja als möglicherweise das schnellste und preiswerteste derzeit. Für 120.000 Euro bekommst du dort deine Staatsbürgerschaft. Du kannst Ehepartner, Kinder jeden Alters, Eltern, Großeltern, Geschwister, Neffen, Nichten, sogar ein Geschäft- oder Lebenspartner, also ohne mit dem verheiratet zu sein, integrieren oder deinen ersten Ehepartner und deinen zweiten Ehepartner. Die Bearbeitung läuft 30 oder 60 Tage. Keine Biometriepflicht, kein Führungszeugnis, kein medizinisches Gutachten, keine Firmenunterlagen oder dann Interviews. Im Vergleich zu Vanuatu oder Karibik hat Sierra Leone relativ geringe Hürden. Also sowieso keine Vorortpräsenz, da ist auch nichts in Aussicht und eben nur eine grundlegende Basis-Due-Diligence-Prüfung. Für dich als Deutschen bedeutet das ganz schneller Schutz für CRS und Wehrpflicht mit einer sehr breiten Inklusion von Familie oder sogar Geschäftspartnern. Egal welcher Pass auch immer zu dir passt, handle
jetzt ist eigentlich meine Bitte an dich. Bevor die Preise steigen, Regeln sowieso immer härter werden, genau wie beim Auto, und startet deine Bewerbung eben, solange die Optionen offen sind. Und bei Perspektive Ausland profitierst du ja von, wie gesagt, 20 Jahren Erfahrung in Plan B Strategien und eben nicht nur den Antrag des Passes, sondern aus dem Pass, aus dem Zweitpass, ein komplettes Plan B Konzept zu machen. Du kannst auch gerne mal eine E-Mail schreiben, einfach das Kennwort Passportprogramme. Dann sende ich dir gerne einen kostenlosen Link zu einem E-Book zu, dass ich da über die 3 besten Pässe aus meiner Sicht geschrieben habe. Oder du meldest dich für einen unserer Workshops an und wir lernen uns mal persönlich kennen. Also ich bin demnächst in Georgien, in Serbien, in Sansibar, in Zürich. Du findest die Termine auf unserer Website. Ansonsten, wo auch immer, würde ich mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Bleib fröhlich, bleib mutig und komm ins Handeln. Und ach so, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere doch unseren Kanal, drücke auf die Glocke, vielleicht schreibst du auch einen Kommentar rein. Das hilft uns natürlich, dass unsere Videos auch anderen interessierten Personen vorgelegt werden. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.